Hallo meine Lieben, heute gibt es Video Nummer 2 aus meiner Ramadan-Reihe und ich zeige euch, was ich aus dem Fleisch mache, das ich im letzten Video vakuumiert und eingefroren habe. Ihr seht in diesem Video, wie ihr eine traditionelle weiße Rindsuppe vom Balkan herstellt und die muss man probiert haben. Traditionell verwendet man Kalbfleisch, alternativ geht's auch mit Jungrind. Außerdem brauchen wir noch Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel. Im ersten Schritt wird erstmal Gemüse klein geschnitten. Ich verwende dafür am liebsten meinen Gemüseschneider, weil ich so am Ende immer die gleiche Größe an Gemüsewürfeln habe und ich finde, die Suppe sieht dadurch auch ein bisschen hübscher aus. Wenn das Gemüse bereitsteht, ist das Fleisch an der Reihe und dieses solltet ihr in möglichst kleine Würfel schneiden. Im Anschluss erhitzt ihr in einem großen Topf so viel Öl, dass dieses den Topfboden vollständig bedeckt. Zunächst schwitzt ihr die Zwiebelwürfel an und dann den Rest. Danach gebt ihr die Knoblauchpaste und das Fleisch dazu. Und schwitzt dieses kurz mit an, bevor ihr die Brühe dazu gebt. Jetzt wird alles auf höchster Stufe aufgekocht, danach reduziert ihr die Hitze auf Stufe 4 von 9, gebt einen Deckel auf den Topf und kocht das Ganze ca. 30 bis 45 Minuten lang, beziehungsweise bis alle Zutaten gar sind und das Fleisch richtig schön zart ist. Wichtiger Tipp beim Aufkochen, immer wieder mal umrühren, weil sich an der Oberfläche Schaum bildet und wir wollen ja keine Sauerei auf unserem Herd. Ist die Suppe fertig, vermischt ihr Sauerrahm und Eigelb, ihr könnt alternativ auch Joghurt verwenden, dann gebt ihr noch Sahne dazu und Speisestärke und rührt so lange, bis alles klümpchenfrei ist. Diese Mischung gebt ihr unter ständigem Rühren dazu. Jetzt köchelt ihr die Suppe auf niedriger Stufe noch ein paar Minuten, bis sie schön cremig und sämig ist und dann könnt ihr noch würzen mit Salz und Pfeffer nach eurem Geschmack und ich gebe ganz gerne noch etwas Petersilie dazu. Und das war's auch schon. Ich sage immer, es gibt keinen Ramadan ohne Eintöpfe und Suppen. Das ist so wichtig für eure Verdauung nach einem langen Fastentag. Euer Körper braucht einfach diese Wärme und so viel Flüssigkeit wie nur möglich und deswegen kann ich euch diese Suppe echt empfehlen. Auf meinem Blog in der Rubrik Balkan Food findet ihr viele weitere traditionelle Rezepte vom Balkan, da könnt ihr also schon mal stöbern und wir sehen uns im nächsten Video wieder.